Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Das ist heute die zweite Sendung, die ich aufnehme. Nicht, weil ich es wieder vergeigt habe, sondern weil ich einen anderen Kanal gegründet habe, wie das so schön heißt. Und zwar US-Kreditkarten-Talk mit dem Sascha zusammen. Sascha und ich werden euch über Kreditkarten aus der US-Sphäre, so ist das richtig, überraschen und euch da alles Mögliche an Informationen geben. Geht einfach zu dem Kanal rüber. Ich werde hier euch einen Link reinsetzen und auch am Ende der Sendung wird es einen Link dazu geben zu dem Kanal. Und da könnt ihr dann auch schauen. Da könnt ihr natürlich genauso wie hier bei dem Kanal subscriben, abonnieren, Glocke und Like da lassen. Jetzt aber zu den frisch gepressten Themen. 4 Stück habe ich euch rausgesucht. Lufthansa fliegt wieder nach Israel. Frankfurter Flughafen bleibt unter den Erwartungen des Jahres zurück. Heißt also, man ist immer noch unter dem Vorkrisenniveau. Wir haben dann noch einen First-Class-Hack aus Social Media, wie man sich einen Champagner dort schnorren kann. Ich persönlich halte davon, das sage ich euch jetzt schon, nichts. Und wir haben eine Warnung an alle, die an kenianische Piloten und Crew geraten. Da gibt es Leute, die so etwas fälschen. Ja, das werden wir besprechen. Das sind die 4 Themen, die wir frisch gepresst haben. Ihr könnt wie immer natürlich den Kanal abonnieren und auch den neuen Kanal mit Liebe versehen. Deshalb lasst uns zu der kürzeren Sendung heute starten. Und zwar ist das erste Thema natürlich der Frankfurter Flughafen und dort die Situation im Jahr 2024 im Rückspiegel. Das Aufkommen in 2024 ist natürlich mehr gewesen als in 2023, aber weniger als in 2019. Heißt also, dass man weit hinter seinem Rekord zurückbleibt. Und man musste im Dezember sogar noch einen Rückschritt, also einen Verlust an Passagieren im Vergleich zu 2023 und 2024 hinnehmen. Londoner Flughafen, 83,9 Millionen Passagiere. Das ist ein neuer Rekord in London. Denn in Frankfurt ist man bei 61,6 Passagiere und damit fast 13% unter den Zahlen aus 2019. Der Anstieg auch von 2023 auf 2024 sind 4%, also auch nicht so viel. Im November hatte man schon von dem Fraport-Chef Stefan Schulte gehört, dass man dort 61 Millionen knapp knacken wird und das sind dann 61,6 geworden. Und man war ja ursprünglich sogar von 65 Millionen Passagieren ausgegangen. Also auch hier natürlich ein Thema, wo man sagen muss, ja, das ist natürlich doof. Weiter geht es dann auch, wenn man sich das anguckt, in dem Dezember 24, weil die Lufthansa Verbindungen gestrichen hat. Weil natürlich die Engpässe bei der Lufthansa sich auch auf dem Frankfurter Flughafen durchschlagen, weil der Frankfurter Flughafen ja von Lufthansa quasi lebt. Lufthansa ist ja auch beteiligt an der Bude. Und da ist es halt so, dass die 15 vorgesehenen Flieger, die ja nie alle komplett gekommen sind, noch nicht mal bis heute, okay, wir haben ja auch erst Mitte Januar, in 2024 sind die 7 ausgeblieben. Fraport gehören ja auch noch Flughafen, zum Beispiel in Griechenland. Das ist ja irgendwie aus der Rettung des Euro in Griechenland ein Überbleibsel. Und da ist es so, dass man dort deutlich mehr Passagiere hat als vor der Pandemie. Und da gibt es ein Schulte-Zitat, das ist der CEO vom Flughafen. Hier haben die meisten Airports stärker als Frankfurt zugelegt und oft auch neue Passagierrekorde erzielt. 14 Regionalflughäfen in Griechenland, die man hat, sind besonders positiv in der Entwicklung. 20% mehr Fluggäste als 2019. Selbst im türkischen Antalya bei 7%. Dann Perus Hauptstadtflughafen Lima hat auch 4% mehr. Der gehört auch der Fraport, also auch interessant. Und wenn man dann weiter guckt, ist das so, dass der Flughafen in Porto Alegre natürlich nicht so gut performt hat, aber da gab es Überflutungen und Überschwemmungen, also hatte man da Probleme. Bei der anderen Geschichte ist es so, dass man natürlich dort dann quasi im Mai bis Oktober keinen Flugbetrieb haben konnte im klassischen Sinne und auch der Airport in Ljubljana kam natürlich nicht an die 2019er Zahlen ran. Also daran sieht man, dass Fraport nicht nur Frankfurt Airport ist, sondern auch andere Flughäfen. Bei der Luftfracht hat man in Frankfurt im Vergleich zu 2023 ein Aufkommen gehabt von 6,2% auf 2,1 Millionen Tonnen, also hoch.
Aber auch natürlich, weil, wenn Lufthansa nicht so viel fliegt, wo Cargo ja auch mitgenommen wird, gab es eine Delle. Also hier nochmal für euch ein Hinweis. Wir gehen dann thematisch auf die Lufthansa nochmal, weil die Lufthansa hatte ja die Flüge nach Israel unter anderem ausgesetzt, die Lufthansa Group sogar. Aber die Austrian, aber auch die Lufthansa fliegen wieder nach Tel Aviv. Und zwar vom 1. Februar an. Das teilte der Lufthansa-Konzern mit. Und das gilt halt für alle Fluggesellschaften des Konzerns. Die Flughäfen im Libanon werden natürlich immer noch nicht angeflogen. Da hat man das Ganze bis einschließlich 28. Februar verlängert beziehungsweise bestätigt. Und in Teheran wird auch bis 14. Februar einschließlich nicht geflogen. Also da immer noch Stress. Wir haben jetzt ein lustiges Thema, und zwar das lustige Thema ist Social Media und seine Auswüchse. Und da haben wir halt jemanden, der halt sah, ich weiß nicht, war es TikTok oder sowas, der hat einen Social Media Hack für First Class Drinks gemacht. Und da ist es so, dass man natürlich sich nicht in sogenannter Self-Upgrade-Manier aus der Business Class in die First Class setzen kann. Und das ist halt natürlich auch so, dass es funktioniert nicht. Selbst von der Economy in die Business funktioniert es nicht. Und auch nicht in die Premium Economy, weil die Passagiere werden durchgezählt. Die gehen mit der Liste und sagen, okay, an 10a, da soll er sitzen, da sitzt einer, alles klar, aber 9a ist frei, warum sitzt da einer, passt sich umgesetzt, ja, habe ich komme von hinten. Funktioniert nicht. Aber jetzt ist es so, dass die Leute das trotzdem machen, obwohl sie wissen, dass sie rausgeschmissen werden, dass sie da wirklich noch einen Arschtritt verdient haben dazu, aber sie wollen halt einfach den kostenlosen Drink haben. Und jetzt gibt es ein virales Video von der United Airlines, also wo ein United Airlines Passagier aus dem Flieger von Shanghai nach New York rausgetragen worden ist, weil eigentlich ist er rausgeschleppt worden, weil er sich halt verschiedene Male in die Business Class gesetzt hat und Shampoos gestohlen hat. Und dann gibt es noch einen Passagier vom Korean Air, der ist dann auch aus der Business Class rausgetragen worden, weil er auch versucht hat, selbst Upgrades zu machen. Und dann, wenn die Crew versuchte, diesen Passagierin, das war in dem Fall eine Frau, zu entfernen, wurde geschrien, US Marshal, US Marshal. Und ich weiß gar nicht, wer da hätte antworten sollen oder was die Frau dachte, wer da antworten sollte. Aber dann wurde sie natürlich weggebracht und sie fing dann an zu lachen und hat da auch dann die Leute mit Schimpfwörtern und anderen Nettigkeiten belohnt. Aber ich bin mal gespannt, was da so passiert, weil wenn man überlegt, dass Leute da halt solche bekloppte Sachen machen, dass die irgendwie nicht ganz frisch in der Birne sind, weil die Dame, die dann letztendlich komplett vom Flug rausgetragen worden ist, die hat ja dann auch geschrieben, atomare Entwaffnung und so weiter. Also da kann es ja nicht ganz frisch in der Birne sein. Und wie wir wissen, Selbstupgrades, ihr könnt ja schreiben, ob die Selbstupgrades funktionieren. Ich kann das nochmal als zusätzliche Frage schreiben, funktionieren Selbstupgrades? Selbstupgrades? Fragezeichen. Jetzt müssen wir nur noch das Wort Selbstupgrade richtig schreiben können. Aber das ist dann das Letzte. Da ist es dann halt so, dass man ehrlicherweise sagen muss, dass es einfach bekloppt ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist halt nicht so und man wird halt rausgeschmissen und man wird wahrscheinlich dann auch noch blacklisted und das einfach nur für einen vermeintlichen kostenlosen Shampoos, den man sich auch für billiger Geld kaufen sollte. Auch zum Beispiel ist es so, dass Passagiere, die sich zum Beispiel auf dem Flug von Providence, Rhode Island nach Atlanta auf einem Delta-Flug gesetzt haben. Die haben sich in die First Class an die Bulkhead gesetzt, also an den ersten Sitz. Und da ist es so, dass fangen dann an zu lachen, als sie gefragt werden von der Flugbegleiterin, wo ihr sitzt. Und dann fangen sie an zu lachen und sagen, ja, wir sind Rookies, wir sind Anfänger. Und wir sind eigentlich von Reihe 24 und die haben dann ihre Taschen dagelassen und sind dann wieder in ihre Reihe umgezogen. Und das ist halt
unglaublich. Und wenn man sich das dann anguckt, dass man so etwas halt jetzt mittlerweile hat und dieser neue Hack, den man da hat, ist halt immer noch der alte Wein in neuen Schläuchen. Und wenn man mal wirklich da fragt, ja, was kostet der Drink, wenn ihr den bezahlt, jetzt $10, $20 oder was in der Economy Class, da ist es natürlich so, dass es da keinen Sinn macht, das zu machen. Und ich bin mal gespannt, was passiert, wenn sie feststellen, dass auf dem deutschen Lufthansa-Flug nur Winzersekt ausgegeben wird und kein Shampoos. Deshalb die Frage des Tages für euch hier nochmal zu diesem Thema. Das ist, wie steht ihr zu so einem First-Class-Drink-Hack? Funktionieren selbst Upgrades. Also da könnt ihr nochmal schreiben, was ihr dazu denkt und was ihr davon haltet. Wir haben jetzt das letzte Thema und das ist auch so ein Thema, wo man denkt, sind die denn alle bescheuert? Und das ist ein Thema, wo man sagen muss, Leute, es gibt Leute, die geben zum Beispiel Visitenkarten aus und das sind Fake-Visitenkarten von jemandem, der zum Beispiel sagt, ich bin bei Kenya Airways. Das erinnert uns an Catch Me If You Can. Und da ist es halt so, dass jetzt sogar das so weit ist, dass Kenya Airlines eine öffentliche Warnung ausgesprochen hat, dass man dort von diesen Fake-Kapitänen da irgendwie eine Businesskarte bekommt. Und hier ist es zum Beispiel so, dass jemand gesagt hat, er wäre Kapitän auf der 767 und sein Name war James Mwangi. Aufpassen bei der Flugzeugwahl, die haben gar keine 767 in der Flotte bei Kenya Airways. Und ich denke mal, warum sollte das denn so funktionieren? Und ich kann euch auch da mal das Ganze einblenden, wie das Ganze aussieht auf X, diese Warnung. Haben wir das jetzt hier? Ja, wir haben es hier und zwar so sieht das aus bei dem Kollegen. Und da fragst du dich echt, ob die Leute noch ganz frisch in der Birne sind. Denn abgesehen von dem offensichtlichen Fehler, hier seht ihr das, dass man halt davor warnt, dass man halt da von dem Kollegen sich verarschen lässt. Da sieht man ja halt Captain James Mwangi, Boeing 767 Fleet. Und man fragt sich, warum macht man so etwas nach Catch Me If You Can Manier, was ja damals schon lustig war bei Pan Am, und muss man ja ehrlicherweise sagen, war ein guter Film. Ich gucke den gerne, ich gucke auch Up in the Air immer noch gerne. Vielleicht sollten wir da mal auch ein Public Viewing zusammen machen. Ist auf jeden Fall so, dass man halt wirklich keine hat. Und dann das nächste ist natürlich, guckt das mal an, seht ihr das? James Mwangi 4520@gmail.com. What the fuck? Ja. Und da muss man halt wirklich gucken, warum man das macht, weil ich glaube, ist in 2025 immer noch der Pilotenberuf so geil. Vielleicht sollte ich meinen Flugschein mir um den Hals hängen und sagen, hey, ich habe Pilotenlizenz, ich kann fliegen. Und ich frage mich einfach, was außer da einem psychologischen Schaden der Grund sein könnte. Und also wenn ihr jemanden trefft, der Captain James Mwangi auf der 767 Flotte von Kenya Airways ist, der ist ein Fake. Ganz wichtig. Der ist Fake und alles ist Kake, was er macht. Also da würde ich von Abstand nehmen. Und was gibt's noch? Gar nichts. Wir sind fertig mit der Sendung. Ihr könnt jetzt wie immer den Kanal natürlich abonnieren und Bescheid sagen, wie ihr die Sendung findet. Durch Liken, Disliken, aber auch abonnieren, Glocke und so weiter. Und checkt auch den neuen Kanal aus. Der nennt sich US Kreditkarten Talk. Verlinkung habe ich ja schon vorher gemacht, aber es wird auch am Ende im Abspann noch eine Verlinkung zu dem neuen Kanal geben. Es fehlt noch ein Logo, aber gebt Sascha und mir die Ehre und schaut euch das an. Vielleicht ist der Kanal was für euch und abonniert ihn bitte. Die Fragen des Tages nochmal, wie steht ihr zu einem solchen First-Class-Drink-Hack und sagt ihr, dass Selbst-Upgrades funktionieren? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu denkt. Ich selber mache mich jetzt mal hier auf die Socken wieder. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, wie immer, ich freue mich, euch morgen wieder zu sehen. Bis dann und bis dann auch vielleicht auf einem neuen Kanal, wenn ihr nicht genug von mir kriegt und von Sascha. Also, bis dann. Danke. Ciao.